Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 123 hier auf dem afrikanischen Kontinent und ich habe soeben meinen zweiten afrikanischen Grenzübergang erfolgreich hinter mich gebracht. So, ich bin jetzt offiziell auf namibianischem Boden. Namibia, das dritte Land meiner Reise. Namibia ist für afrikanische Verhältnisse touristisch sehr erschlossen und gilt unter allen Ländern Afrikas als Land mit den besten Straßen. Das Land ist flächenmäßig mehr als doppelt so groß wie Deutschland und gilt nach der Mongolei mit gerade einmal etwas über 3 Millionen Einwohnern als das zweitdünnst besiedelte Land der Welt. Viele der Einwohner leben in der Hauptstadt Windhoek oder in den Küstenstädten Swakopmund und Walfish Bay. Die Bevölkerung besteht zu großen Teilen aus den San, den Buschmenschen, den Herero und den Nama sowie weiteren ethnischen Gruppen. Die Landschaft Namibias ist hauptsächlich durch die zwei Wüsten geprägt. Im Osten befindet sich die Kalahari und im Westen die älteste Wüste der Welt, die Namib. Erst im Jahr 1990 erlangte Namibia seine Unabhängigkeit von Südafrika. Bevor Südafrika das Land seit dem Ersten Weltkrieg besetzte und verwaltete, war es Deutschland, das von 1884 bis zum Zweiten Weltkrieg Namibia als eine eigene Kolonie mit dem Namen Deutsch-Südwestafrika bezeichnete. Dies geschah, nachdem es dem deutschen Händler Lüderitz gelungen war, größere Landstriche von einheimischen Stammesführern abzukaufen. Das Land, das ursprünglich für die Tabakproduktion vorgesehen war, entpuppte sich als reich an Diamanten, was zur Errichtung einer großen Diamantenschürfstadt führte, die damals sogar fortschrittlicher war als viele Großstädte in Deutschland. Durch das Verhalten der Deutschen, weitere Landübernahmen und die sich verschlechternde Situation der einheimischen Herero und den Nama-Völkern kam es zu einem Kolonialkrieg und einem Genozid, bei dem etwa 70.000 Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden. Auch heute noch ist der Einfluss der deutschen Kolonialzeit spürbar, obwohl nur weniger als 1% der dort lebenden Menschen aus Deutschland sind. Ein landschaftlich und historisch sehr spannendes Land, in dem es viel zu entdecken gibt. Ich bin gespannt. Also Ausreise aus Botswana super easy, zack, Stempel rein. Einreise super easy, ich muss sagen, richtig professionell. Aber ich meine, ich habe noch viele weitere Grenzübergänge zu meistern und ich glaube, das waren bis jetzt die einfachsten. Ich glaube, ab Angola wird es dann ziemlich spannend werden und ja, dann schauen wir mal, das ist ein Abenteuer für sich. Die Kinder winken schon. Hey, how's it? Where do you have to go? Immer wieder nehme ich verschiedene Hitchhiker mit, die am Straßenrand stehen. Da viele Einheimische sich kein Auto leisten können, ist diese Möglichkeit für viele der Alltag. Ich hoffe ehrlich gesagt immer, dass mich mal jemand nach Hause einlädt, den ich mitnehme. Passiert ist es leider noch nicht. Ich würde gerne tiefer eintauchen in die Kultur und mehr über die Menschen erfahren. Die Diskrepanz der Sprache, aber auch der Geschwindigkeit, mit der ich hier am Reisen bin, macht aus mir Fremden leider keinen Freund auf die Schnelle. Da ich diese Reise innerhalb des Pausensemesters meines Studiums mache, habe ich einen straffen Zeitplan und immer wenn ich 2 Tage an einem Ort verbringe, habe ich fast schon ein schlechtes Gewissen, nicht weiterzukommen. Weit gekommen bin ich ehrlich gesagt noch nicht und im Hinterkopf bleiben die Gedanken, dass die schwierigen Länder noch alle vor mir liegen und die Frage, wie gut ich durch diese Länder vorankomme. So, mein erster Eindruck von Namibia. Hier ist genauso heiß wie in Botswana. Boah, ich schwitze hier. Alles klebt an mir und es ist erst 13:25 Uhr. Für mich wirkt es jetzt noch nicht groß wie ein anderes Land, ehrlich gesagt, außer dass ich mal auf einem Schild Kindergarten gelesen habe oder ja, so ein paar Wörter eben einfach in deutscher Sprache irgendwo dran standen. Ansonsten sind die Behausungen echt ein bisschen besser. Die leben alle auch in so Strohhäusern mit Lehm, so ein Holzgerüst, wo sie dann einfach Lehm drauf batschen und dann eine Wand draus machen.
Und außenrum haben sie dann viel Holzzäune, die aber alle schon besser aussehen wie die in Botswana. Ach, und vorhin habe ich eben Internet besorgt bei der Tankstelle. Ist auch immer ein Abenteuer, wie das funktioniert, wie man Internet bekommt. Stand ich da halt bei einer Firma, die nach Deutschland und nach ganz Europa Devil's Claws exportiert, und das tonnenweise. Das ist eine Pflanze, die wie eine Kartoffel unterm Boden wächst, und die haben die in so Scheiben geschnitten und trocknen sie dann so auf dem Boden. Dann werden die Säcke gefüllt und dann kommt es in Container nach Deutschland und so, und da wird es weiter vermahlen und in Tablettenform gepresst, und das bekommen teilweise Pferde, das nehmen aber teilweise auch viele Menschen ein als Supplement für alles Mögliche. Ich habe schon vorhin drauf rumgekaut, ist ziemlich bitter. Vielleicht bin ich auch gleich am Abspacken und sehe lauter Farben vor mir, und das ist dann doch irgendwie mit mehr berauschender Wirkung, als er mir gesagt hat. Aber noch geht's mir gut. Ein großer Unterschied von Botswana und Namibia ist die Anzahl der Fußballfelder direkt neben der Straße. Ich sehe ein paar Jungs spielen und werde sofort in die Mannschaft mit aufgenommen. Fußball verbindet einfach, egal wo man unterwegs ist. Die erste Nacht in Namibia steht bevor, und ich fahre einen Campingplatz an, den ich Ewigkeiten nicht finde. Kurz bevor ich aufgebe, finde ich ihn dann doch noch. Die lange Sucherei wird dann am nächsten Morgen mit diesen Ausblicken belohnt. Ich bin jetzt kurz vorm Etosha Nationalpark hier in Namibia. Die letzten 3 oder 4 Tage sogar war ich sehr viel im Auto, deswegen die ganzen Vlogs auch im Auto. Bin eigentlich komplett, seit ich reingefahren bin nach Namibia, jeden Tag mehrere 100 Kilometer gefahren auf dem Caprivi-Streifen. Da bin ich jetzt raus und habe dann abends auch immer auf offiziellen Campingplätzen übernachtet, weil ich da nicht noch den Stress haben wollte, einen wilden Campingplatz zu finden irgendwo, wo ich in Ruhe schlafen kann. Also weil das sind halt überall Farmen oder einzelne Häuser, eigentlich die ganze Straße entlang, außer jetzt hier, wo ich bin. Und jeder verkauft halt so ein bisschen Holzschnitzereien, ob das jetzt irgendwelche Tiere sind, was die schnitzen. Ich habe einen Elefant gekauft, der sieht ziemlich cool aus. Den schicke ich vielleicht irgendwie nach Hause. Und hier diese Frucht, die ich noch nie gesehen habe vorher. Also es ist wie eine Orange, nur größer, aber viel härter. Und wenn man sie schüttelt, dann klingt es, als wenn man eine Kokosnuss schütteln würde. Also da ist drin was Flüssiges. Die hat mir das auch aufgeschlagen und gezeigt, wie das innen aussieht. Muss ich euch nachher mal zeigen, weil ich habe die Frucht echt noch nie gesehen sonst wo. Bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, und ich freue mich jetzt auf den Etosha Nationalpark.
So, ich bin jetzt im Etosha Nationalpark bei der Etosha Salzpfanne und ich muss sagen, die ist wirklich richtig beeindruckend. Es ist einfach nur krass, wie weit man hier sieht. Einfach nur eine riesen Ebene bewachsen mit so kleinen Gräsern und überall Zebras und Giraffen und keine Ahnung was. Also ein ziemlich krasser Ort, muss ich schon sagen. Und das Verrückte daran ist, wenn man den Bildausschnitt von Afrika anschaut mit dem Satelliten, dann sieht man einfach die Etosha Salzpfanne. So groß ist die. Könnt ihr es euch mal vorstellen. Abgefahren, wirklich. Nachdem ich an meinem letzten Abend im Etosha Park noch diese Show am Wasserloch präsentiert bekommen habe, kann ich guten Gewissens aus dem Park hinausfahren. Auch wenn es ab jetzt auf meiner Reise zurück keine solche Safaris mehr gibt. Und wieder finde ich ein Überbleibsel unserer Kolonialzeit. Eine alte Lok aus Kassel, die hier mitten in Namibia steht. Irgendwie völlig unwirklich. Ich komme gerade von dem Cheetah Conservation Fund. Es ist eine gemeinnützige Organisation, die, glaube ich, soweit ich weiß, eine Deutsche ins Leben gerufen hat. Eine deutsche Tierärztin und Forscherin. Und die forscht an Geparden, an Cheetahs. Und die haben hier auch eine Auffangstation. Wenn die Mutter zum Beispiel stirbt und die Cheetahs noch ganz klein sind, dann werden die niemals jagen lernen und werden einfach mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in der Wildnis nicht überleben. Der große Sinn darin besteht schon, dass man die aufpäppelt und die es jagen zumindest noch können, dass man die dann auch wieder in die Wildnis bringt und denen normales Leben ermöglichen kann. Und die größte Bedrohung für die Cheetahs sind tatsächlich die Farmer hier, weil die natürlich Angst haben um ihre Kühe, Ziegen, was weiß ich, was sie alles haben und haben halt Angst, dass die Cheetahs die Tiere töten und somit einfach ihre Existenz bedrohen und dadurch knallen die halt ab. Also Löwen und Hyänen und viele andere größeren Jäger, die gibt es auf den Farmen nicht mehr, weil die schon längst in die Nationalparks verdrängt wurden.
Und dadurch haben einfach die Cheetahs einen extrem großen Vorteil. Ja, weil ihr Körperbau dient eigentlich nur dazu, dass sie halt schnell laufen können und schon jagen können, aber halt nicht zur Verteidigung und zum Kampf. Also der Körperbau ist fürs Rennen ausgelegt. Also das sind ja fast die schnellsten Säugetiere der Welt, soweit ich weiß, mit 120 km/h. Und die können aber auch nur 600 bis 800 Meter in der Geschwindigkeit rennen, weil die sonst überhitzen. Die müssen dann wieder anhalten. Oh, Scheiße. Fuck. Ich glaube, ich habe gerade ein Tier überfahren. Heute fahre ich noch bis zur Spitzkoppe, penne dann da. Es ist ein gigantischer Felsbrocken, der sich quasi aus dem Nichts auftürmt. Und ich habe richtig Bock, da mal wandern zu gehen, einfach mal ein bisschen die Gegend exploren. Mal rauskommen aus meinem Auto und mal weiter wegkommen wie 500 Meter von meinem Auto. Weil ich muss sagen, die letzten 4 Wochen, der letzte Monat eigentlich, seit ich im Krügerpark war fast nur Safari-Touren. Und ihr müsst wissen, wenn man auf Safari-Touren ist, dann bewegt man sich einfach nicht. Man fährt morgens los, frühmorgens, wenn es noch schön angenehm kühl ist und das Licht gut ist, geht Tiere anschauen, kommt mittags wieder, liegt dann quasi eigentlich nur rum beim Camp, weil es da einfach nur unheimlich heiß ist und man da nicht auch noch große Bewegung haben will. Und abends geht man dann wieder auf Safari-Tour und den Rhythmus hatte ich jetzt echt ziemlich lange mit ein paar kurze Ausnahmen und ein paar kurze Zwischenstopps woanders. Aber ich sag's euch, ich war früher mal wirklich fit, also wirklich, aber inzwischen habe ich eine kleine Wampe bekommen und es wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Sport mache und mich bewege. So, nach langem Hin- und Herfahren und einmal um die Spitzkoppe rumfahren, habe ich endlich meinen Schlafplatz gefunden. Und ich meine, ich habe schon hohe Erwartungen gehabt an die Spitzkoppe und ich muss sagen, die Erwartungen wurden nochmal übertroffen. Ey, es ist so krass und auch hier überall, man kann überall hier außen rum wild campen und hier, schaut es euch an, direkt hier ist die Spitzkoppe. Ich bin einmal komplett außen rum gefahren, weil ich am Morgen vorhabe, die zu erklimmen, aber also ich muss sagen, 360 Grad Ansicht von der Spitzkoppe ist einfach zu steil überall. Der Fels hat zwar sehr viel Grip und man kann sich gut halten, aber ich bin allein unterwegs. Aber ich werde es trotzdem morgen versuchen. Und wenn es halt nicht weitergeht, geht es halt nicht weiter. Jetzt baue ich hier erstmal mein Lager auf. Und ich muss sagen, das ist jetzt gerade so ein Moment, wo ich wünschte, dass irgendwie ein Kumpel oder irgendjemand da wäre, mit dem ich das Ganze teilen kann, weil ey, es ist wirklich gigantisch schön hier. Ey, es kam doch tatsächlich noch die Sonne raus. Es war heute den ganzen Tag bewölkt. Jetzt schraube ich gerade noch die FPV-Drohne zusammen. Dann hätte ich wenigstens da noch ein paar geile FPV-Aufnahmen von dem Berg. Bin gespannt. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr mit der FPV-Drohne geflogen. Ich hoffe, ich kann es noch. Und ich hoffe, die Drohne ist auch noch ganz. Bei dem ganzen Gerüttel und sonst was. Die Straßen waren teilweise schon hart. Die lag einfach auch nur so in einer Kiste drin, ohne großen Schutz. Okay. Let's do this.
ist passiert? Fuck, ich bin gecrashed. Oh nein. So eine Kacke schon wieder, ey. Gut, das war's mit den FPV-Aufnahmen. Ah, fuck. Das kotzt mich schon wieder an. Ey, so eine Kacke. Der Rahmen ist noch ganz. Propeller sind teilweise ab. Das hintere Teil, gut, das ist auch nur der 3D-Druck, der da kaputt gegangen ist. Aber die GoPro, die hier vorne drauf war, die hat sie komplett aus der Verankerung gerissen. Es soll einfach nicht sein. Junge, langsam geht das Ding echt ins Geld. Die hat es echt einige Male überschlagen. Der Bildschirm ruckelt ein bisschen, aber ich denke, die soll schon noch gut sein. Oh Mann, ey. Gut, das war ein kurzer Spaß. Fuck, ey. Oh, ich hätte nochmal alles double checken sollen vorher. Das war richtig dämlich schon wieder. Oh. Nach dem Crash muss ich erstmal irgendwo hochklettern und meinen Frust ablassen. Boah, ich bin jetzt hier gerade nach dem Drohnencrash noch kurz hochgespurtet. Ey, ist das krass. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, ich pack das morgen nicht. Ich will echt kein Risiko eingehen. Also es war gerade hier nebendran schon recht übel, weil es echt heuscht. Also wenn es ziemlich steil ist und man da halt einmal abrutscht, dann kugelt man den ganzen Berg runter. Schon nicht so geil. Aber ich kam gerade auf eine weitere verrückte Idee, weil hier gibt es so ein geiles Plateau, wo ich gerade drauf stehe. Ich habe ja meinen Gleitschirm dabei. Wenn morgen der Wind aus der richtigen Richtung kommt, von hier, dann könnte ich einfach einen Gleitschirm starten und runterfliegen zum Auto, weil überall unten ist easy zum Landen. Und soweit ich weiß, bin ich gerade nicht im Nationalpark. Es wäre natürlich abgefahren. Ich genieße jetzt hier kurz noch den Sonnenuntergang. Ey, der Ort, den finde ich jetzt schon sowas von geil. Und das, obwohl ich meine Drohne gerade gecrashed habe. Naja, wie auch immer. Hey, hier muss ich echt nochmal irgendwann zurückkehren. Wunderschön. Also da seht ihr hinten Spitzkoppe. Ich schätze, das sind nochmal 350 Höhenmeter oder so von hier.